Mein Name ist Alexander Denzler. Ich bin hier an der Hochschule Luzern seit ca. 6 Jahren. Ich leite bei uns das Blockchain Lab, forsche im Bereich Blockchain und darf mich dann auch jeweils im Juni mit der Crypto Valley Conference beschäftigen, beziehungsweise schon etwas vorher. Wir gleisen jeweils relativ früh auf und schauen dementsprechend, dass wir auch mit Industriepartnern dort ein Event haben und schauen, dass wir auch eine globale Ausstrahlung haben mit der Konferenz und zeigen, hey, wir machen coole Forschung hier im Crypto Valley und schauen dementsprechend, dass wir auch die Technologie etwas weiter vorantreiben können, was relativ wichtig ist. Genau, also die Crypto Valley Conference ist ein Event, bei dem eigentlich wir alle unterschiedlichen Interessensgruppen einladen wollen. Also sprich die Unternehmen, die Hochschulen, Studierende, aber auch beispielsweise Leute aus Government, die dann hierher kommen und sich dann zu dem Thema austauschen können. Es findet sehr viel Networking statt. Wir haben meistens circa 1000 Teilnehmende, manchmal etwas mehr. Die haben die Möglichkeit, zum Teil auch ihre eigenen Firmen zu präsentieren. Wir haben die klassischen Keynote-Speakers. Wir haben Masterclasses. Das ist so etwas ein kleineres Setup, wo die Leute dann spezifisch auch Fragen stellen können, weil manchmal hat man einfach Angst, im Plenum eine spezifische Frage zu stellen. Und in diesen Masterclasses, die sind dann 30 bis 40 Leute, da kann man auch eine sehr interessante Diskussion führen. Wir hatten und werden wieder haben auch akademische Publikationen, die da präsentiert werden von den Hochschulen. Und natürlich ganz wichtig, gutes Essen, viel Spaß und das Wichtigste von allem, einen Boat Cruise auf dem Zugersee, wo dementsprechend am Abend alle sich da auf dem Schiff, auf dem Zugersee unterhalten können mit Musik und gutem Essen. Das ist so ein Wohlfühlevent für die Kryptobranche. Und hast du auch einen Effekt bemerkt, den diese Konferenz gehabt hat? Ja, also eine sehr gute Frage. Also wir hatten zum Beispiel Emin Gün Sirer, das ist einer der Gründer von Avalabs oder Avalanche. Und der war damals, der hat uns geholfen, den akademischen Teil aufzuziehen. Damals gab es Avalabs noch nicht. Und ich weiß noch ganz genau, nachdem er seine Präsentation hatte, hatte er eine riesige Schar von interessierten Leuten, mit denen er diskutiert hat. Und da ist so ein bisschen auch diese ganze Idee aufgekommen danach, ich könnte doch so ein Protokoll machen und das ist sehr spannend gewesen. Wir hatten dementsprechend auch an der Konferenz, wir waren eigentlich unter den ersten, die, also zumindest in der Schweiz waren wir definitiv die ersten, die einen akademischen Teil drin hatten mit Publikationen, die Studierenden dort einreichen konnten und präsentieren konnten. Und dort hatten wir dann auch eben sehr spannende Professoren dabei, die jetzt mittlerweile dann aus dieser Crypto Valley Conference dann auch selber eine eigene akademische Konferenz gestartet haben. Also es ist wirklich so, sehr viel ist aus dem Ganzen über die Zeit dann auch entstanden. Und es ist ja eine IEEE-Konferenz. Jetzt, was heißt das genau? Sehr viel zu der Zeit war eigentlich hauptsächlich, wie mache ich ein ICO? Und sehr viele technische Fragen waren gar nicht wirklich klar analysiert. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, auch tiefgründige Diskussionen zu führen, auch auf der technischen Ebene. Und für das hat sich für mich eigentlich relativ gut abgezeichnet, das könnte man mit eben einem akademischen Teil machen, weil da publiziert man Papers, die werden dann peer-reviewed durch unterschiedliche Professoren und die zeichnen dann eigentlich etwas aus, als das ist gut oder nicht gut. Und das war quasi auch unsere Möglichkeit an der Konferenz, auch einen sehr technisch lastigen, tiefgründigen Teil beizusteuern und nicht eben einfach nur wieder so ein ICO-Pitch on Stage. Mein Token ist der beste, der wird gleich durch die Decke gehen und Lambo One. Und das war ein bisschen so auch unser Approach, weniger eben einfach nur Sales und Marketing, sondern wirklich halt auch, ich sage mal, ein bisschen eine tiefgründige technische, aber auch ökonomische Diskussion. Also wir hatten auch einen wirtschaftlichen Track, wo es dann auch eben zum Beispiel um die ganze Governance-Struktur, Tokenization per se,
Incentive-Systeme und solche Sachen ging. Und es war wirklich ein guter Teil in der Konferenz. Also die Konferenz ist natürlich gewachsen. Also wir haben in der ersten Durchführung, gut, das ist ein bisschen auch platzbedingt, hatten wir, glaube ich, so 700, 800 Teilnehmende. Mittlerweile eben sind wir über 1000. Ich würde sagen, inhaltlich haben wir uns sehr stark auch entwickelt, mehr hin zu weniger einfach nur Keynotes und einfach Möglichkeit zu haben, spezifisch auch Q&A-Sessions mit den Rednerinnen und Rednern zu haben. In diesen Masterclasses oder auch nach der Konferenz haben wir zum Teil auch so spezifische Q&A-Session. Also das Ziel war wirklich ein bisschen weg von dem einfach nur großer Saal, ein Redner und that's it und hin zu wir möchten die Leute eigentlich dann auch den Leuten näher bringen, dass sie spezifische Fragen stellen können und damit es auch spannende Diskussionen gibt. Weil ich denke mal, 2018 ist sehr viel daraus entstanden und das wollen wir auch unbedingt weiterführen. Also die Konferenz, weil die natürlich schon akademisch aufgestellt war, hat mich dann dazu auch bewegt, mit der Universität noch etwas zu besprechen und zu schauen, dass wir ein Blockchain Lab gründen können. Das war dementsprechend schon im 17. Und da haben wir diese Forschungseinheit gegründet bei uns am Departement Informatik. Und das war eigentlich so diese erste hochschulweite Forschungsinstanz oder das Lab, das es gab, bei dem wir dann mit anderen Hochschulen zum Teil, aber auch einfach nur mit Industriepartnern zusammen Forschung betrieben haben. Und an der Konferenz in 2018 haben wir dementsprechend das Lab auch vorgestellt und sind dann so auch in Kontakt mit unterschiedlichen Partnern getreten. Und das Lab ist jetzt mittlerweile auch so wie die Konferenz gewachsen. Wir haben jetzt mittlerweile schon über 20 Mitarbeitende im Lab. Und wir forschen mit eben unterschiedlichen Partnern. Wir waren beispielsweise damals mit der ETH und anderen Hochschulen in einem BFE gefundeten Projekt drin, wo es mit dem Namen Quartierstrom, wo es darum ging, wie kann man beispielsweise Strom, das ich auf meinem Haus produziere, meinem Nachbarn günstig verkaufen, ohne dass es immer über das EW geht. So ein Peer-to-Peer-basiertes System. Das war natürlich etwas, das so ein bisschen ein Leuchtturmprojekt war. Wir haben damals auch die EU beraten. Es war ein spezifisches Mandat, das wir gekriegt haben, um sie bei Blockchain-Fragen zu unterstützen. Das war auch die erste Variante, die da quasi von der EU konzipiert wurde. Und das ging jetzt auch weiter. Also alle 4 Jahre wechselt hier quasi das Setup mit den Hochschulen. Wir waren die Ersten, die da dabei waren. Wir haben beispielsweise auch mit der Stadt Zug das weltweit erste in live getestete E-Voting-System auf Blockchain gemacht. Und ich sage mal, das ist alles so ein bisschen in dieser Zeit 2018 entstanden. Und die Konferenz war einfach für uns eine gute Möglichkeit, das dann auch den Leuten zu präsentieren und auch alle Interessenten dort quasi zusammenzubringen, damit man schauen kann, wie weiter und was ist sonst noch möglich. Ja, also in letzter Zeit, was ich sehr viel gesehen habe, sind auch Fragen, die jetzt mehr hingehen zu, wie baue ich Systeme, wo ich ein sogenanntes To-Earn-Modell drin habe, also Play to Earn, Participate to Earn, Engage to Earn, weil ich denke mal, mit den ganzen Skandalen von Meta, Facebook und anderen Plattformen, wo einfach Daten von Leuten verkauft wurden, ohne dass sie das überhaupt durften oder konnten, ohne Consent, geht man langsam auch hin zu der Frage, ja, kann ich nicht ein Incentive dafür generieren, damit Leute ihre Daten mit mir als Unternehmen teilen. Das kann in unterschiedlichen Bereichen sein. Und da hilft natürlich Blockchain sehr stark, dass man da etwas erstellen kann. Dann natürlich ein wichtiger Punkt zum Beispiel auch ist diese Self-Sovereign Identity. Also wo sind meine Daten? Wem gehören meine Daten? Kann ich die nicht selber verwalten? Und ich sehe immer mehr Projekte,
die in die Richtung gehen. Also ich arbeite nebenbei auch bei der InnoSwiss und bin dort auch als Experte tätig. Und durch das sehe ich natürlich sehr viele Anträge, die auch von anderen Unternehmen und Hochschulen eingereicht werden. Und das sehe ich eigentlich sehr starke Tendenz zu diesem, in diese Richtung. Also es geht jetzt heutzutage weniger darum, kann ich ein Bezahlsystem machen, weil ich glaube, die Zeit ist schon ein bisschen um. Da gibt es schon Lösungen. Und jetzt geht es wirklich eigentlich um die Technologie selber. Also wie kann ich bestehende Lösungen dezentralisieren im Kontext von, wo es darum geht, um Daten. Wie kann ich beispielsweise an mehr Daten rankommen? Wie kann man den Leuten die Möglichkeit geben, Geld damit zu verdienen, um an Daten ranzukommen? Oder eben auch im Gaming-Bereich. Das ist auch ein Riesenteil im Blockchain. Metaverse ist das Gaming. Also wie kann ich den Leuten auch Möglichkeiten geben, zum Beispiel ein Spiel zu spielen, bei dem sie nicht einfach nur eine digitale Währung haben, die dann halt, ja gut, ich habe das Spiel gespielt, ich habe meine, keine Ahnung, meine Mushrooms, meine Stars oder was auch immer, sondern ich kann zum Beispiel das dann auch verkaufen für echtes Geld. Und das ist auch super spannend. Das ist natürlich regulatorisch dann sehr problematisch, weil wir dann mit Random Number Generators arbeiten und dann ist natürlich diese Glücksspiel-Thematik sehr nah. Aber eben, das ist wieder genau Crypto. Es ist Technologie, es ist der Regulatory Aspekt und natürlich eben die ökonomischen Teile. Und wie wichtig ist denn dieser Dezentralisierungsgedanke heute? Das ist eine kritische Frage und das finde ich sehr gut. Ich, also, wenn man ganz realistisch ist, wenn man das Bitcoin Paper liest als ein Peer-to-Peer-basiertes Bezahlsystem, dann muss man vielleicht, wenn man ganz kurz ehrlich zu sich selber ist, sagen, es ist nicht genau das geworden, was es hätte sein sollen. Bitcoin und das, denke ich mal, auch wenn man jetzt wirklich ehrlich ist mehr ein Store of Value. Es ist so etwas wie ein digitales Gold, wo man dementsprechend mit dem primär handelt und hofft, dass der Wert raufgeht oder eben, wenn man shortet, dass es runtergeht. Aber ich denke mal, als Bezahlsystem ist Bitcoin jetzt noch nicht wirklich so das, was es hätte sein sollen. Andere Möglichkeiten gibt es, bei denen das Bezahlsystem wirklich im Vordergrund steht. Aber es ist halt immer noch dieses große Problem mit den Schwankungen. Also es kann ja auch nicht sein, dass eine Währung um 80% rauf und runter geht innerhalb von einem Tag. Das ist einfach ein Riesenrisiko, das besteht. Klar, wir haben hier auch Stablecoins, die man theoretisch für das nutzen kann, aber auch die haben so ihre Probleme, weil wir haben es gesehen mit Luna, dass das Zeug einfach halt nicht technisch funktioniert und dann geht es auf Null innerhalb von einem Tag. Also ich denke mal, hier tut sich auch viel. Ich meine, viele Zentralbanken, wir sehen jetzt das auch, dass Zentralbanken das Thema auch aufgreifen und versuchen zu schauen, ob man halt nicht eine digitale Währung rausgibt, die von einer Zentralbank quasi gemanagt wird. Was ich denke, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich denke, die Leute vertrauen eher einer Zentralbank als einem Unternehmen, das einen Stablecoin rausbringt und vielleicht gar kein Auditing macht. Aber auch da gibt es natürlich wieder Probleme, weil wenn man natürlich ein Bezahlsystem hat mit KYC, dann kann man theoretisch alle Transaktionen, die die Leute tätigen, nachvollziehen. Und das ist natürlich, kann auch problematisch sein. Überwachungsstaat ist so ein Schlagwort, dass man sich dann dort auch mal ein bisschen bewusst sein muss. Denkst du denn, dass man jetzt vielleicht eher realistischer das Potenzial ansieht? Ja, ich glaube, es gab einfach ein bisschen einen Reality-Check. Also ich glaube, es gab am Anfang eben, das geht sogar noch weiter zurück, also ich denke eher so 14, 15, da war wirklich halt sehr viel Anarchie und jeder wollte irgendwas machen und man wusste gar nicht, in welche Richtung geht das Ganze. Ähm, Ich denke mal, sehr viele Leute haben halt auch dazugelernt. Also vor allem in der Zeit mit den ICOs gab es halt einige, die viel verdient haben, aber auch sehr viele, die sehr viel verloren haben. Und das hat ein bisschen, sagen wir, auch diesen Reality-Check gegeben, dass man jetzt einfach ein bisschen skeptischer gegenüber Blockchain ist. Es gab auch sehr viele Diskussionen, ja gut, ich meine, es wurde alles versprochen und jetzt nicht so viel implementiert.
Und das finde ich gut, also dass man ein bisschen dieses High, von dem dass man runterkommt und dass man sich jetzt wirklich auch noch mal überlegt, ja, das Ganze ist eine Technologie. Eine Technologie muss weiterentwickelt werden. Eine Technologie hat Zyklen. Das ist bei AI nicht anders. AI ging auch rauf und runter mit den unterschiedlichen Entwicklungen und das wird bei Blockchain nicht anders sein. Und ich denke mal, das ist auch gut so, dass man jetzt ein bisschen, sagen wir, auch ernüchternd ist bezüglich dem. Aber dann weiß man wenigstens, was kann man wirklich machen und was ist einfach nur utopisch. Und ich denke mal darum, das ist ganz normal, das braucht es und das wird auch weiterhin die Leute auch anspornen, dementsprechend hier weiter zu forschen und das weiterzuentwickeln und das soll auch so sein.